Das kommt darauf an. Vor 30 Jahren war Digital Literacy, dass man in der Lage war, einen Rechner einzuschalten und vielleicht zu wissen, was ein Akustikkoppler ist, um ins Internet zu kommen. Heutzutage muss man natürlich auch wissen, wie man Nachrichten im Internet bewerten kann. Darüber hinaus ist es aber etwas, das es im Singular wahrscheinlich gar nicht gibt. Dazu gehört natürlich auch das Reflektieren können darüber, was passiert. Dazu gehört auch Dinge schreiben und lesen zu können, durchaus auch das Lesen von zum Beispiel dem Code einer Webseite. Also das ist nicht nur eine Kompetenz des Könnens, so handwerklich, sondern das ist im Prinzip eine Haltung der Orientierung in einer digital geprägten Welt. Zunächst einmal alles, was mit Lesen und Schreiben und Kommunizieren zu tun hat. Es hat auch etwas mit Denken zu tun, denn jede Sprache ist immer auch eine Form des Denkens. Und die Sprache des Digitalen ist natürlich auch eine Form des Denkens, die uns heute als neue Form zur Verfügung steht. Ansonsten gehört alles dazu, was man damit verbinden kann, von eben dem Einschalten eines Computers über die Benutzung eines Textverarbeitungsprogramms, aber auch die Frage des Netzwerkens, wie verhalte ich mich in sozialen Netzwerken, wie nutze ich soziale Netzwerke. Aber man sollte zumindest in der Lage sein, Phänomene der digitalen Welt mitzugestalten, mitzubestimmen, zu erstellen, zu reflektieren oder auch einmal einfach links liegen zu lassen. Medienkompetenz taucht immer häufiger jenseits der Sonntagsreden auf. Es gibt das Strategiepapier der Kultusministerkonferenz Bildung einer digitalen Welt und da steht zum Beispiel auch ausdrücklich drin, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Kompetenzen haben müssen. Interessant ist, dass in aktuellen Studien aus England Digitalisierung ein Hot Topic ist, aber wenn man dann nach der Bedeutung für den Alltag fragt, ganz woanders steht, also deutlich weiter unten steht. Sie wird damit verbunden, wenn sie überhaupt schon sozusagen mit drin ist. Aber es ist nicht so, dass dieser Kompetenzbereich jetzt schon sich überall durchzieht. Mich hat noch nie jemand gefragt, in welchem Zusammenhang die Fähigkeit des Schreibens mit anderen Fähigkeiten steht, obwohl es natürlich wichtig ist, um zum Beispiel im Beruf umgehen zu können. Digital Literacy ist eine Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts. Davon kann man ausgehen. Und sie wird alle anderen Kompetenzen prägen. Wer also heute eine Maschine bedient, wird in Zukunft möglicherweise auch in der Lage sein müssen, diese Maschine umzuprogrammieren. Das heißt, die Digitalisierung legt sich zunehmend über immer mehr Lebensbereiche und wird dann natürlich auch die notwendigen Fähigkeiten, Kompetenzen, Reflexionsmöglichkeiten beeinflussen. Wir haben heute Möglichkeiten, Fremdsprachen in Aktion zu lernen, die wir vor 20 oder 30 Jahren nicht hatten. Wir können einfach Videokonferenzen schalten, wir haben überhaupt keinen Aufwand mehr. Das Lernen von neuen Vokabeln beim Lesen von Texten ist wesentlich einfacher geworden. Also wenn ich heute einen englischen Text lese und eine Vokabel nicht kenne, dann lege ich den Finger kurz drauf, kriege entweder einsprachig oder zweisprachige Übersetzungsmöglichkeiten und das Wort wandert noch automatisch in meine Lernkartei, damit ich es dann beim Wiederholen vom Vokabellernen auch lernen kann. Das sind also Dinge, die das Sprachenlernen durchaus mit prägen und beeinflussen und auch erleichtern, glaube ich. Die aber natürlich auch verlangen, dass man das kann und weiß, wie das geht. Die Lehrerausbildung hat zum Ziel, dass Lernen gelingen kann. Und heute kommen tatsächlich Instrumente und Werkzeuge dazu und aber auch Kontexte, die eben digital sind. Und in der Lehrerbildung muss das einfach eine zentrale Rolle spielen. Das muss sich durch alles durchziehen. Ich wünschte mir, es würde nicht immer dann gesagt, Digitalität im Biologieunterricht, sondern möglicherweise Biologieunterricht heute. Das optimale Fremdsprachenlernen ist ein Fremdsprachenlernen, das sich in der Welt bewegt. Ein Raum, in dem es Bücher in den Fremdsprachen gibt, in denen es Möglichkeiten gibt, an Computern, möglicherweise mit vorinstallierten Apps, möglicherweise mit Links, die schon Hinweise geben, zu arbeiten. In dem man aber auch Videokonferenzen machen kann, mit Leuten sich zusammenschalten kann. Also einen Sprachraum zu schaffen,
indem man mit allem, was wir haben, das Bewährte und das Neue, zusammenarbeiten kann, wo man Sprachenlehrer findet, wo man Kommunikationspartner findet, wo man aber eben auch Tageszeitungen findet. Also im Prinzip ein Makerspace für Sprache.